Ah, ihr seid schon da. Perfekt. Wir haben hier einen 6er BMW heute und zwar geht es um den Innenraum. All beige, also alles in beige. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Da nehmen wir euch mal mit. Nach dem Intro geht's los. Ich habe schon angekündigt, wir haben eine beige Lederausstattung, die ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Wir haben einen komplett beigen Innenraumteppich, ein paar Jahre auf dem Buckel hat und die Kunststoffverkleidung an den Türen. Bei einem Cabrio sind auch beige. Deswegen ist eine ganze Menge zu tun. Ich würde mal sagen, ihr guckt euch mal ein paar Vorherbilder an. Dann reden wir mal drüber, was so mein Plan ist, welche Schritte ich jetzt so im Kopf habe. Gucken dann mal, ob die Schritte auch so hinhauen. Und dann nehme ich euch durch die einzelnen Steps mit. Und am Ende gucken wir uns an, wie es wird. Ich würde sagen, Tür auf und rein. Was ist unser Plan für das Fahrzeug? Wir wollen außen ein ganz kleines Programm machen. Der Kunde hat gesagt, Budget liegt im Innenraum, weil er hat das Auto gekauft. Und ihr habt ja gesehen, wie es aussieht. Das heißt, da ist eine ganze Menge zu tun. Also war für außen nicht mehr so viel Budget. Der Kunde wollte nur einen Wachs. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir machen, wie in einem der letzten Videos zu sehen, eine Verkaufspolitur. Das heißt, wir gehen mit der Koch-Chemie P301 einfach einmal rüber. Wirklich schnell, 1-2 Stunden, dann ist das Auto außen poliert. Dann hat man nicht nur einen Wachs drauf, sondern auch nochmal eine minimale Defektkorrektur. Wird, glaube ich, insgesamt besser aussehen. Kratzer bleiben definitiv drin. Aber auch da zeigen wir euch mal ein realistisches Vorher-Nachher. Ist, denke ich, auch ganz wichtig. Im Innenraum habe ich schon ein großes vor. Wir haben uns ja die verschiedenen Oberflächen angeguckt. Wir machen eine komplette Lederreinigung bei allen Oberflächen. Das ist bei einem Cabrio immer ganz wichtig, weil hinten natürlich auch durch den ganzen Straßenschmutz das Leder stark verschmutzt. Das hat man bei geschlossenen Fahrzeugen erst selten, wenn hinten keiner sitzt. Dann ist das Leder meistens wie neu. Da macht man eine kleine Pflege und dann passt das. Hier kriegt er eine komplette Lederreinigung inklusive Lenkrad, Türpappen und allem, was dazu gehört. Ja, der ganze Teppich ist natürlich verschmutzt. Das ist auch klar bei einem Cabrio, wenn man da nie was macht. Werden die Sitze nicht ausbauen. Auch das war jetzt nicht gewünscht. Das heißt, wir machen alles das, wo wir rankommen. Und dann bekommt er eine Trockeneisreinigung, damit die Oberflächen alle wirklich staubfrei sind, wobei die gar nicht so schlimm aussehen. Außer hier in der Mitte eine ganz normale Innenraumreinigung, Scheiben reinigen und dann sollten wir eigentlich durch sein. Ich glaube, das wird ein schönes Ergebnis. Bin sehr gespannt. Wir starten jetzt mal mit dem ersten Ausräumen des ganzen Fahrzeuges. Fußmatten, alle losen Teile raus und dann saugen wir durch. Und zwischendurch sehen wir uns immer mal wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr euch noch mal ein bisschen den Lackzustand angucken, was wir hier für einen Zustand haben, für Herausforderungen haben. Dazu geht es dann später dran. Wir haben teilweise nachlackierte Bauteile, teilweise original lackierte Bauteile, relativ viele Defekte und Schleifspuren. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Innenraum. Matten sind alle raus. Hier geht's weiter. So, alles ausgeräumt. Wir können eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wir haben natürlich überall Schmutz, wie schon vorher gesehen. Das heißt, erstmal losen Schmutz gründlich absaugen. Alles andere macht wenig Sinn. Wenn ich jetzt hier anfange mit Druckluft oder irgendwelchen Reinigern, dann reibe ich das nur hin und her, puste das durch die Gegend. Deswegen erste Saugen ganz wichtig. Bei Leder, Achtung, bitte achtet darauf, dass vorne euer Sauger entgratet ist, dass ihr nicht auf Lederkratzer macht. Im Zweifel nehmt eine weiche Bürste, einen Pinsel oder irgendwas anderes. Wenn euer Sauger vorne eine harte Kante hat, schleift den einfach mit etwas Schleifpapier ab, dann habt ihr das Problem gelöst und macht auch keine Kratzer auf Leder und anderen empfindlicheren Oberflächen. Wenn erstmal grob vorgesaugt ist, nehmen wir Druckluft zur Hilfe, um wirklich aus der Tiefe des Teppichs den ganzen Schmutz rauszulösen. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben jetzt hier den Tornado genommen. Der sorgt einfach dafür, dass wirklich festsitzender Sand entfernt wird. Genauso bei den Matten. Erstes Absaugen, danach mit dem Tornado den Sand lösen, dann nochmal nachsaugen und dann sollten sie relativ schnell sandfrei sein. Kleine Alternative zum Tornado ist ja auch so eine Pustpistole, funktioniert sehr ähnlich, sehr, sehr, sehr effektiv auf Fußmatten, hinterlässt weniger von diesen typischen Tornado-Kringeln, macht sich auch wirklich hervorragend, spart viel Zeit, verlinken wir euch unten, könnt ihr euch gerne mal angucken.
Dann geht es an die Lederreinigung. Bei so einer massiven Verschmutzung brauchen wir einfach wirklich was schnell geht. Wir nehmen eine sehr weiche Bürste. Achtung, bitte hier keine harte Bürste nehmen. Niedrige Drehzahl beim Akkuschrauber. Hier geht es wirklich darum, dass wir einfach ein bisschen schnelleres Ergebnis erzielen können. Aber wir wollen natürlich nicht zu grob zum Material sein. Wichtig, wie gesagt, weiche Bürste, die aus Kunstfasern besteht, nicht aus Naturfasern, weil Naturfasern erzeugen Hitze bei der Bewegung, Kunstfasern nicht. Von daher funktioniert das ganz gut. Achtet ein bisschen an den Kanten auf, passt ein bisschen an den Kanten auf. Geht da bitte mit einer Bürste manuell rein oder mit einem Schwämmchen oder womit auch immer ihr gerne Leder reinigt, damit ihr da nicht irgendwie durch die Drehbewegung des Kunststoffrings Schäden am Leder verursacht. Und dann könnt ihr da auch so die Ritzen und Kanten ordentlich sauber machen. Für die stark verschmutzten Bereiche, die nicht lederbezogen sind, also die Kunststoffbereiche, nehmen wir einen Schmutzradierer. Das nimmt einfach den Schmutz extrem schnell runter, verwenden ihn feucht in Kombination mit einem Innenraumreiniger. Macht sich wunderbar, um hier so diese Striemen und Kanten alle zu entfernen. Die Gurte müssen auch gebürstet werden, die sind komplett verfärbt. Ich bin selber gespannt, was da am Ende noch rausgeht. Hier oben eine kleine Halterung, kleiner Trick, Kunststoff, ein Pappstück drum, dann habt ihr keinen Abdruck durch die Federzwinge. Dann einen guten Innenraumreiniger, der am besten nicht schäumt, damit wir ihn auch wieder gut entfernen können. Textilreiniger macht sich hervorragend. Dann nehmen wir eine Bürste, damit wir wirklich in diese feine Struktur reinkommen und bürsten die Gurte beidseitig durch. Ist eine Sache, die relativ lange dauert, aber sich auf jeden Fall am Ende lohnt. Nach dem Durchbürsten nehmt ihr einen feuchten oder sogar fast nassen Lappen und reinigt oder entfernt den kompletten Innenraumreiniger aus dem Sitz. Wichtig, zwischendurch im Wasser ausspülen, damit der ganze Schmutz auch aus dem Tuch rausgelöst wird und auch damit nicht wieder zurück in die Gurte gerieben wird. Und dann die Gurte auf jeden Fall zum Trocknen ausgezogen lassen. Da könnt ihr wirklich eine Nacht einplanen, dass die Gurte sicher durchtrocknen. Nicht, dass sie die aufrollt und es Schimmel gibt. So, bei der Politur geht es hier definitiv um Zeitersparnis. Wir machen hier eine sogenannte Verkaufspolitur. Ist jetzt kein Auto, was verkauft wird, aber einfach, ich sag mal, eine sehr budgetorientierte Arbeit. Der Kunde hatte grundsätzlich nur einen Wachs geplant. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, hier eine milde, wachshaltige Politur zu nehmen, um einfach den Zustand noch mal ein bisschen zu verbessern. Wir arbeiten hier mit der größtmöglichen Maschine, mit der wir an die ganzen Flächen rankommen, um auch ein zeitlich gesehen gutes Ergebnis zu erzielen. Wie gesagt, hatte ich vorhin schon erwähnt, Fokus liegt hier auf dem Innenraum, deswegen hier ein bisschen reduzierterer Umfang. Innenraum ist fertig. Ich packe euch mal ein paar Bilder hier rein, wie es aussieht. Beim Heckdeckel haben wir uns dann entschieden, doch einmal zweistufig zu fahren, weil der so extrem zerkratzt war, genauso wie bei der Haube. Das war einfach kein schönes Ergebnis. Da haben wir gesagt, gut, wir machen nochmal eine schnelle Runde Cut vorweg, um das Ergebnis ein bisschen zu verbessern. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, werdet ihr nachher sehen. So, einmal ein kurzer Einblick in unsere Fahrzeugaufbereitung bei dem 6er BMW. Wir packen euch noch ein paar Finish-Bilder rein und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.